Hallo und willkommen zu einem weiteren Video in McManiacs Channel, und diesmal geht es um einen Trinkbecher, den Amber Ceramic Mug, einen Keramik-Trinkbecher, der die Temperatur selbstständig halten kann und mit dem iPhone oder Android-Telefon steuerbar ist. Wie der so abschneidet in meinem Test nach mehreren Wochen, das erfahrt ihr im folgenden Video. Heute geht es also um den Keramikbecher von Amber. Die haben zwei Produkte zur Auswahl. Die haben einmal einen Reisebecher, der ist etwas größer und hat eine stärkere Batterie eingebaut, und diesen Keramikbecher hier. Der wird in dieser wunderschönen Verpackung geliefert, habe ich auch nichts dran zu meckern. Etwas weniger Kunststoff in der Verpackung wäre hilfreich gewesen, fände ich aus umweltschutztechnischen Gründen ganz fein. Mitgeliefert wird der Becher natürlich, dann diese tolle Ladeschale, diese Unterbecher, der hat hier zwei Goldpins, und der Becher wiederum hat die Ladekontakte, und indem man das dann draufstellt und mit dem Kabel, mit dem mitgelieferten Netzgerät verbindet, wird der Becher dann in der Sekunde, in der er auf den Untersetzer gestellt wird, auch wieder aufgeladen. Ist also kein neues Konzept, aber es funktioniert überraschend gut. Man muss nur immer aufpassen, dass keine Feuchtigkeit sich da irgendwo sammelt. Wenn man den Teebeutel rauszieht und irgendwie da Tropfen runterfallen, sollte man darauf achten, dass diese Pins trockengelegt werden, sollte da Feuchtigkeit rankommen. Ja, was gibt es also über diesen Becher zu sagen? Wie ihr seht, der ist schick, der besteht aus Keramik. Dieses Oberteil ist hier tatsächlich echte Keramik. Der Unterteil hier ist aus Kunststoff gefertigt, ist aber wunderbar eingepasst. Also da gibt es keine Kanten, keine Ecken, keine Ungenauigkeiten, zumindest bei meinem Modell. Auf der Unterseite gibt es die Ladekontakte und die Ein-Ausschalttaste, die man eigentlich nie benötigt. Und hier vorne gibt es eine LED. Die zeigt verschiedene Statusmeldungen an. Die zeigt an, wenn er draufgestellt ist. Ich glaube, der müsste jetzt laden. So, schauen wir mal. Ja, ne, ist schon vollgeladen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn er rot pulsiert, dann wird er gerade aufgeladen. Wenn er rot leuchtet, ist der Akku leer. Wenn er grün leuchtet, ist der Akku voll. Wenn er weiß leuchtet, hat er die Temperatur erreicht. Und wenn er weiß pulsiert, dann versucht er die Temperatur zu erreichen. Also entweder heizt er dann auf oder das Getränk kühlt sich gerade ab auf die eingestellte Solltemperatur. Da kommen wir dann auch schon zur Inbetriebnahme. Die ist ganz einfach. Es ist ein Bluetooth-Gerät. Man lädt sich die App aus dem jeweiligen App Store herunter, gibt es für Android und für iOS natürlich. Und dann installiert man das, folgt den einzelnen Schritten in der App und paart den Becher mit dem Telefon, und alles in allem funktioniert das einwandfrei und gelingt dann auch in Zukunft, ohne irgendwelche Tasten drücken zu müssen, einfach die App öffnen, und falls man zu lange vom Becher getrennt war, was in meinem Fall so irgendwie nie passiert, weil ich viel zu viel Kaffee trinke, dann kann man sich mit einem Tab auch mit dem Becher verbinden, und damit ist alles eingerichtet. Ist also sehr, sehr einfach, kaum Aufwand dabei und funktioniert anstandslos, und das immer. In meinen ganzen Wochen, wie ich das Ding jetzt getestet habe, hat es da keinen einzigen Ausfall gegeben. Die App selbst ist ziemlich stylisch, ziemlich minimalistisch. Wenn man die öffnet, sieht man, wenn schon ein Heißgetränk drinnen ist, sieht man, welche Temperatur das Getränk gerade hat. Wenn man jetzt zum Beispiel gerade heißes Wasser für einen Tee aufgegossen hat, dann wird das irgendwo bei 97 Grad stehen. Und dann kann man natürlich sagen, okay, was trinke ich jetzt? Trinke ich grünen Tee, weißen Tee, Kräutertee? Und je nachdem wischt man nach oben, sieht dann diese Voreinstellungen, kann diese auswählen, und dann wartet eben der Becher, bis es ausgekühlt ist, auf die Wunschtemperatur, angenommen 57 Grad. Und wenn die erreicht ist, dann leuchtet es weiß, man bekommt eine Push-Nachricht auf die Smartwatch oder aufs Telefon und hat dann die Info, dein Getränk hat jetzt die optimale Trinktemperatur erreicht, und du kannst es loslegen. Sehr, sehr feine Sache. Vom Design her finde ich den auch extrem schick. Diese Keramik, das ist jetzt nicht das, was man klassisch kennt als, also wenn ihr irgendwo günstige Becher kauft, so Steingutbecher, die sind normalerweise relativ schwer. Der ist sehr leicht vom Gewicht her. Die Keramik ist auch relativ dünn. Man merkt es auch unten. Also da ist jetzt nicht sehr viel, kein sehr dicker Boden in den Becher. Das ist vermutlich durch die Sensoren, die natürlich die Temperatur messen müssen, und das möglichst schnell und zuverlässig, damit es nicht überhitzt und schnell reagiert. Es ist wahnsinnig einfach zu reinigen, also diese matte Oberfläche, ich weiß nicht, wie sie es beschichtet haben, geht wirklich ratzfatz. Das ist auch der einzige Nachteil des Bechers, nämlich man kann ihn nicht in den Geschirrspüler geben. Man kann ihn untertauchen, man kann ihn unter fließendem Wasser reinigen, aber eben nicht in den Geschirrspüler. Das ist auch der einzige Nachteil. Und ich hasse eigentlich jedes Küchengerät, Utensil, whatever, das nicht in den Geschirrspüler darf. Aber er hat irgendwie einen Stein bei mir im Brett, denn der ist so toll. Ich nehme mir mein Fazit zu dieser Review schon vorneweg.
Ich bin begeistert von dem Becher und deswegen nehme ich es in Kauf, dass ich ihn nicht im Geschirrspüler reinigen kann. Ist eben auch der einzige Nachteil. Diese LED übrigens, die leuchtet jetzt hier irgendwie so pinkisch. Die kann man in allen möglichen Farben einstellen, wenn man eben mehrere Becher im Haushalt hat und keine Ahnung, man stellt die gleichzeitig unter die Kaffeemaschine, der eine gibt mehr Milch rein, der andere gibt weniger Milch rein, dann sieht man an der Farbkennung eben wessen Kaffee ist. Ja, also alles in allem, die App ist okay. Man bekommt diese Push-Notification auf der Smartwatch, kann dann sagen, okay, Temperatur einstellen. Die Presets wiederum, also die Voreinstellungen, die man sich selbst anlegen kann, die kann man auf der Watch nicht auswählen. In der App wiederum, wenn man sie öffnet, der Becher ist schon verbunden, und dann kann man eben in der App sofort auf das Preset tippen. Ich habe da zum Beispiel meinen Standardkaffee, also die volle Tasse, 300 Milliliter gehen in diesen Becher rein. Und dann gibt es noch bei mir einen Preset für Pfefferminztee. Den trinke ich gerne und oft. Da gibt es jetzt sicher einige Leute, die sagen, Pfefferminztee, aber mein Favorit. Und wie gesagt, man tippt es an und dann stellt diese Temperatur ein. Es gibt in der App auch einen Teetimer, den man starten kann, wenn man denn gleich daran denkt, den auszulösen. Ansonsten kann man ja die Tante Siri oder sonst wen fragen oder die Tante Alexa. Ja, wie auch immer. Die App hat eigentlich fast nur Vorteile. Was nicht so gut funktioniert, ist die Verbindung mit Apple Health. Ich weiß nicht, wie das bei Android ist, ob es da eine Integration gibt, das kann ich leider nicht testen, aber bei Apple Health ist das Problem, dass man erstens, man kann die Standardcafés, die voreingestellt sind, die könnte man auswählen, dann sind Koffeinwerte hinterlegt und man kann selbst Produkte anlegen. Die sind sehr zentriert auf so Sachen wie Starbucks oder Lavazza Kaffee, aber ansonsten kann man dann irgendwie nur gebrühten Kaffee. Da gibt es also keine Option für Kapselkaffee, keine Option für Espresso aus dem Vollautomaten. Das finde ich jetzt irgendwie doof. Also da könnten die noch nachbessern, damit eben verschiedene Koffeinlevel auswählbar sind bei den selbst erstellten Voreinstellungen. Vielleicht ist es auch einfach ein zu kleiner Markt, um da jetzt irgendwie großartig an der App nachzubessern. Und entsprechend, wenn man jetzt etwas trinkt oder eine Voreinstellung angelegt hat, die kein Koffein beinhaltet oder einfach nur schnell eingestellt wurde, einfach nur Getränkemenge und nicht Getränkeart, dann kann natürlich mit Apple Health auch nichts abgeglichen werden. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem mit Apple Health ist, dass man irgendwie nur sagen kann, okay, aktueller Tag, aktuelle Woche, aktuelles Monat. Wenn ich jetzt am 1. des Monats dieses Diagramm aufmache, dann sehe ich genau nichts. Ich kann mir aber die vorhergehenden Monate nicht mehr anschauen in der App. Also da muss unbedingt nachgebessert werden, diese Zeitleiste verbessert werden, der Zeitbereich auswählbar werden und natürlich auch nachträglich eintragbar sein. Also da kann man viel noch nachbessern. Was ich auch noch sagen muss zu dieser Keramik, die ist irgendwie isolierend. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber dieses Material, dieser Werkstoff, diese Keramik überträgt die Wärme sehr schlecht. Das heißt, selbst wenn ihr da 100 Grad heißes Wasser einfüllt, wird der merklich weniger heiß als vergleichbare andere Keramikbecher. Meine Erfahrung. Ich hoffe, verbrennt euch nicht die Pfoten, wenn ihr das bei eurem Amber-Becher probiert, aber meine Erfahrung ist, er bleibt etwas kühler. Das heißt jetzt nicht, man kann den dann nonstop in der Hand halten mit 100 Grad heißem Wasser, aber er ist etwas besser isoliert. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, ich gebe da jetzt, also das Ding kostet 100 Euro aktuell. Könnt ihr bei Amazon kaufen. Amazon-Link ist auf meinem Blogartikel drin. Jetzt fragt ihr euch, wozu gebe ich 100 Euro für einen Becher aus? Weil er praktisch ist, weil er einen eingebauten Akku hat, das habe ich noch nicht erwähnt. Er hat einen eingebauten Akku, deswegen leuchtet es hier auch, wenn ich den in die Pfoten nehme. Er hat einen eingebauten Akku, er kann damit circa eine Stunde die Temperatur halten. Das heißt, eine Stunde bei 57 Grad, das ist irgendwie so die Standard-Trinktemperatur offensichtlich für Kaffee und Tee, viele Teesorten. Da ist es eine Stunde, wenn ihr das jetzt angenommen auf 40 Grad senkt oder 48 Grad, zwischen 50 und 60 Grad circa kann man die Temperatur einstellen. Also wenn ihr angenommen 50 Grad wählt, dann hält er entsprechend länger. Wenn ihr die 60 Grad wählt, hält er entsprechend kürzer von der Batterieleistung. Ist auch okay, denn das Konzept ist das, ich gehe da zum Beispiel in der Früh ins Büro, ich nehme den Becher, ich gehe zur Kaffeemaschine, ich fülle meinen Kaffee auf, dann gehe ich wieder ins Büro, wenn ich arbeite und stelle den auf seinen Untersetzer und damit hält er die Temperatur bis zum St. Nimmerleinstag, bis er bei 57 Grad den Kaffee verdampft hat. Und wenn ich dann tatsächlich ein Meeting habe, dann nehme ich den Becher einfach mit und bis die eine Tasse Kaffee getrunken ist, ist der Akku noch lange nicht leer. Und da ich kein Kettenkaffeetrinker bin, kann ich auch jederzeit dann einfach irgendwie nach einer Stunde oder so, hole ich mir den nächsten Kaffee und dann hält der Akku auch durch. Also so kann ich auch ein 3-Stunden-Meeting problemlos überstehen. Deswegen ist er für mich absolut praktikabel für den Alltag und der Hauptpunkt, warum ich den wirklich genial finde. Es ist so schön, wenn du Kaffee trinkst und du trinkst bis zum letzten Schluck warmen Kaffee und nicht dieses kalte Zeug.
gilt auch für Tee. Ich trinke auch gerne Tee daraus. Und wenn der einfach bis zum letzten Schluck eine tolle Trinktemperatur hat, nicht ich verbrenne mir die Zunge oder nicht, ja, ist wärmer als kalt, aber nicht warm, dann ist es einfach schön. Und deswegen ist es für mich irgendwie so, ich habe mit dem Test angefangen 2018 noch, Ende 2018 im Dezember, und jetzt ist 2019 schon, da ich das veröffentliche, und deswegen irgendwie so Produkt 2018, 2019 für mich. Ich bin absolut begeistert, also schlag zu, kauft euch das Ding, wenn ihr öfter oder oft Kaffee trinkt, Tee trinkt, warme Getränke trinkt, könnt ihr auch da Milch mit Honig reingeben oder Kakao, ist ganz egal. Wirklich große Empfehlung, wie gesagt, gibt es bei Amazon für ca. 99 € aktuell. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, bitte klickt auf den Like-Button, klickt auf den Abonnieren-Button, wenn ihr weitere Videos von mir sehen möchtet. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt zum Becher, die beantworte ich euch natürlich sehr gerne. Einfach unten in die Kommentare reinschreiben und dann normalerweise antworte ich da ganz schnell. Also abonnieren, liken, klicken und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.